Jetzt werde ich mal hier an meinem Omega hinten die Leisten versuchen wieder dran zu kriegen. Erstmal so provisorisch. Dann haben sich meine Pupillen entzündet, weil da sind Rostflecken. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? So, jetzt werde ich mal hier an meinem Omega hinten die Leisten versuchen wieder dran zu kriegen. Erstmal so provisorisch. Und zwar werde ich die vorher putzen und da hätte ich noch so einen kleinen Tipp für euch. Schaut mal, die habe ich bereits bearbeitet. Das ist die, ich weiß nicht, ob man es sieht, eigentlich schon, ne? Das ist schön grau, gräulich und das ist schön schwarz. Ja, was habe ich da gemacht? Da gibt es dieses schön Schleifvlies hier, dann nehme ich das in grau, ja, dann gehe ich damit mal, hier sind sie jetzt abgebaut, am Auto würde ich natürlich abkleben, dann nehmen wir ein bisschen Wasser und dann schleifen wir das einfach schön damit an. Schön schleifen und auch hier die Leiste schön mit bearbeiten. Immer im Kreis und dann kommt das Ergebnis dabei raus. Auch diese kleinen braunen Ränderchen hier, die da an den Kanten immer sind, einfach vorsichtig drüber gehen. Ordentlich viel Wasser, guck mal, wie neu. So, nach dem Schleifen einfach mit dem Lappen schön trocken wischen. Es ist jetzt noch die feuchte Schicht drauf, logisch. Aber es bleibt so. Ja, da sind ein paar Kratzer, aber schön. Es wird wieder ein bisschen grauer, logisch. Aber das hier ist noch unbearbeitet. Das habe ich jetzt bearbeitet. Es ist jetzt einmal eine Minute darüber gegangen mit dem Schleifvlies. Sieht voll geil aus. Das geht übrigens auch hier mit dem verblassten an der Heckstoßstange, da habe ich das auch schon mal gemacht. Das sah aus wie neu, hat auch lange gehalten. Also mindestens, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Jahre hat das gehalten. Das ist immer so ein kleiner Tipp am Rande für euch, wenn euch das interessiert. Am Auto, wenn die natürlich montiert sind hier, ja gut, jetzt sind hier die anderen noch dran. Aber dann würde ich es einfach abkleben mit Klebeband und dann vorsichtig schleifen. So, wenn man dann jetzt noch mit meinem Lieblingszeug da drüber geht, ne, Tiefenreiniger hier, dann sehen die Dinger aus wie aus dem Ei gepellt. Übrigens, wenn ihr auch mal so Probleme habt, ne, meistens fehlt ja immer so ein Teil. Oder man hat da oben da so ein Loch drin, dann kommen die Kartoffeln da raus. Kann man wunderbar als Putzlappen für die Garage nehmen. Also nicht wegschmeißen, mit in die Garage nehmen. Da kann man auch mal mit der Hand reingehen. Wie so eine Art Handschuh. Kann man schön putzen. Jetzt sprühen wir mal ein bisschen von dem Reiniger da drauf. Reiniger. Tiefenpfleger. So, dann nehmen wir unsere alte Socke. Und das sieht aus wie neu. Wahnsinn. Leute. So macht das Spaß. Da fallen auch schon gar nicht die Kratzer mehr so auf. So, was habe ich jetzt vor? Ich würde diese Leisten wieder montieren. Und zwar nehme ich jetzt nicht mein neues Tütchen hier, was ich noch habe. Hier ist die Artikelnummer, Original Opel. Die gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen, so einfach. Ist schon eine Rarität geworden. Das ist genau der Satz für hier 1, 2, 3, 4, 5. Sind zweimal, sind 10 Stück hier drin. Ich habe, glaube ich, die habe ich für einen 10er noch gekauft. Die liegen jetzt schon jahrelang hier rum. Ja, die spare ich mir auf für später, wenn ich das Seitenteil dann tatsächlich mal neu mache.
Und jetzt wollte ich eigentlich mit diesem Klebeband hier, das habe ich mir extra besorgt, kostet auch noch ein paar Pfennige. Pfennige ist egal, ich glaube, man 2 oder 3 Euro diese Band. Das ist dieses Band, was original auch hier verwendet wird, an den Ecken. Da werde ich so ein paar Punkte machen an so Kanten, wo es ziemlich nah am Blech anliegt. Und dann natürlich mein Lieblingszeug hier. Sikaflex. Hält wie Sau. Das werde ich aber nicht vollflächig verkleben, weil ich möchte es ja wieder abhaben. Ich werde das gucken mit dem Klebeband und an den Stellen, wo es hält. Dann ein paar Punkte nur setzen. Die werde ich mir markieren, dass ich später mit dem Messer die wieder durchschneiden kann, weil das, wenn fest ist, fest. Ja? Bevor ich es ganz verklebe und dann nachher die Leisten ganz ruiniere, so dass man es durchschneiden kann. Hier habe ich die auch schon vorbereitet. Ich habe die ein bisschen entrostet. Die waren verrostet. Die habe ich blank geschliffen. Habe sie dann sauber gemacht, entfettet und Klarlack einfach nur drauf gemacht. Da ist jetzt also eine Schicht Klarlack drauf. Ich hoffe, das hält jetzt dann einmal, dass ich eine glatte Fläche zum Kleben habe, dass es besser hält und unter anderem, dass es auch nicht weiter rostet erstmal. Und ich weiß nicht, ob ich da, wenn ich da mal neue kriege, günstig oder gut, eine bessere wie meine, tausche ich die natürlich aus später. Aber erstmal gehen wir so weiter. Ja, diese Kante hier übrigens, da ist ja diese Metallplatte hier drauf und das Kunststoff ist da irgendwie drüber eingegossen oder wie auch immer. Aber es hatte sich durchs Abmachen auch leicht verbogen. Und auch hier habe ich das Metall gerichtet, so dass es wieder in der richtigen Position ist. Und dann habe ich das mit, normal rastet das hier ein, irgendwie an diesen Nasen, aber das ist, naja, alt und schwach. Da habe ich das auch mit dem Zeug eine dünne Schicht darüber gemacht, angeklebt, Schraubzwinge oder diese Klemmen. Die kennt ihr eh, diese kleinen Dinger hier, die da schön zusammengedrückt, trocknen lassen über Nacht und dann war das wieder 1A. Und jetzt, wenn man auch jetzt das Metall wieder biegt, das Kunststoff geht mit. Das war das Wichtige. So, jetzt nehme ich hier die Leiste und jetzt passen wir uns die noch ein bisschen an die Karosserie an, weil durch das Abmachen verbiegt sich das Metall immer ein bisschen. Dann müssen wir die, sagen wir so, dass die, weil ich möchte ja kleben, so mit wenig Spannung, dass da so wenig Spannung wie möglich drin ist, dass man das einfach mit Klebestreifen vorsichtig anklebt und später auch leicht abbekommt. So, dann müssen wir die hier, habe ich gesehen, muss die noch ein bisschen in sich verdreht werden. Immer mal vorsichtig und wieder testen. Okay, hier könnte sie noch ein bisschen mehr dran. Das Gute ist ja dadurch, na, die hakt sich jetzt immer in den Klammern ein, aber ich möchte sie dran lassen, dass wir ein bisschen Arretierung haben. Hier noch ein bisschen reinbiegen. Dann insgesamt noch ein bisschen wieder zurück. Und so tasten wir uns daran. Jetzt haben wir hier zu wenig. Das heißt, ich muss hier hinten noch ein bisschen nachbiegen. Na, das hakt schon so wieder feste. Ja. Ist schon genial. Oh, jetzt habe ich hier, sieht schon gar nicht verkehrt aus. Jetzt werde ich das hier oben, ja, da muss ich auch noch mal kurz die Kurve ein bisschen nachbiegen. Das Gute ist ja, das hält jetzt wieder durch diesen Spezial Sikaflex Kleber da. 1, 2, 3 Punkte. Und später weiß ich, wo die Punkte sind und kann sie dann von unten mit dem Messer wieder aufschneiden. So ist mein Gedanke. Ich werde es ausprobieren. Ihr seid dabei. In diese Richtung haben wir ja hier hinten noch einen Noppen, also da kann uns das nicht weg. Jetzt habe ich die Punkte mal hier drauf gemacht. Ich habe es jetzt auf dem Video. Ich habe es auch ein bisschen nach innen gemacht, dass man es nicht
Wenn es rausquillt, quillt es nicht raus. Das Spiegelband hier vorne abgezogen. Dann setzen wir das jetzt mal hier so ein bisschen an. Gucken, dass wir die Noppen erwischen. Alle da rein. Spiegelband andrücken. Nochmal ein bisschen ausrichten hier. Klebt auch ganz gut bis jetzt. Zum Arretieren, dass das nicht runterrutscht oder abfällt. Nur zur Sicherheit. Eigentlich kann es nicht abfallen, weil es ja auch in den Nieten hier drin hängt. Aber schadet ja nicht. Den machen wir mal ab. Dann kann man das strammer hier dran kriegen. Ein bisschen so. Fertig. In dem Gelände. Ja, kann dann hier klappern. Ist mir eigentlich relativ egal. Leiste ist dran. Sieht gut aus. Dann kann man wieder ein bisschen rumfahren. Das sieht schöner aus. Das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Hier das Gleiche, schön einhängen, vorsichtig, zack, vorne ankleben. Jetzt machen wir das hier an der Stoßstange auch mal mit dem Schleifvlies. Ich klebe jetzt mal nichts ab, weil ich muss sowieso später noch lackieren. Oh, wird sofort dunkel. Das ist jetzt nicht vom Wasser. Das setzt sich irgendwie so eine Patina drauf. Kratzer kriegen wir da nicht mit raus, aber es wird wieder schwarz. Das ist das Wichtigste. Ja, guckt euch das an. Einwandfrei. Gesamtbild passt bald wieder. Dann gehen wir jetzt noch mal einmal mit dem Kunststoffpflege drüber. Dann sieht das fast aus wie neu, außer die Kratzer natürlich. So, als nächstes kommen die Leisten hier ab und die Originalen wieder dran, aber die muss ich noch ein bisschen vorbereiten. So, als erstes Mal machen wir die Clips hier raus, die sind nur reingeschoben, relativ schnell. Und dann müssen wir hier diese Klebereste entfernen. Dafür nehmen wir zunächst mal hier so eine Drahtbürste, holen die Klebereste darunter. So, jetzt alles sauber. Was heißt sauber? Die Klebepopel sind alle ab. Und jetzt gehen wir mal mit der CSD-Scheibe hinterher. Machen wir die. Ja. Gibt auch für einen Akkuschrauber, wo man so kleine Ecken hat. Kriegen wir den Rost auch ein bisschen besser weg. So, das Gröbste ist jetzt mal runter hier.
Jetzt wird das noch ein bisschen sauber gemacht mit Nitroverdünnung. So, Leisten entfernen. Dann gehen wir mal hier zwischen mit so einem Spachtel. Das ist nämlich oben angeklebt. Ich nehme da immer so einen Bäckerspachtel. Ziehen wir einmal da durch. Das ist nämlich oben ein Klebe. Zack, hier schon fast ab. Das gleiche jetzt nach unten. Dann Deckel mal auf. Dann noch einmal unten durch. Die untere Lager. Und schon machen wir sie ab. Ist ja auch geklebt. So, das sind jetzt vom Facelift. Die sind ein bisschen breiter wie die anderen. Jetzt polieren wir erstmal den Kofferraum und dann kommen die wieder dran. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich schön die Leisten da das sauber machen, die Leisten dran machen. Und jetzt habe ich festgestellt, die Heckklappe ist schon mal lackiert worden. Da sieht man eine schöne Lackierkante. Jetzt ist das natürlich so, dass die Leisten vom Facelift breiter sind. Das heißt, wenn ich die jetzt da, ich habe gedacht, ich mache das schön sauber, poliere ein bisschen, dann bleibt ja die schöne Kante da. Sollte jetzt erstmal für den Übergang sein. Aber blöd. Ja, und dann haben sich meine Pupillen entzündet. Weil da sind Rostflecken. Das ist nicht so sehr schön. Alles versteckt unter dieser Leiste. Ja, Traum geplatzt von einer kleinen Schönheitskorrektur, weil ich habe gedacht, ja, ich mache mal jetzt die schwarzen Leisten da dran. Die Stoßstange ist wieder schön schwarz. Da sieht das, wenn ich von hinten schon mal wieder geil aus. Ja, habe ich wieder was zu tun, ne? So, ich habe da mal ein bisschen mit der kleinen CSD-Scheibe den Rost grob entfernt hier. Da auch. Sieht gut aus. Jetzt machen wir mal ein bisschen von den Rostschutz da drauf. Dieses rote Zeug hier. 1K Korrosionsrostschutz. Und dass wenigstens mal ein Gewissen beruhigt ist. Irgendwann soll er ja mal ganz lackiert werden. Aber es ist unter der Leiste, man sieht es nicht. Kommt noch ein bisschen Farbe drauf. Dann poliere ich unten ein bisschen bei. Und dann geht das erstmal. Ist ja nur erstmal, dass er wieder ein bisschen vom Weiten gut aussieht. Jetzt haben wir da mal die Flecken versiegelt. Ist nicht schön geworden, aber selten. Aber man sieht es eh nicht, weil die Leiste ja nachher da drüber ist. Interessiert mich jetzt erstmal nicht. Das kann man später nochmal schön machen. Wichtig ist, dass der Rost bekämpft ist erstmal oder aufgehalten. Dann kann man später weitermachen. Jetzt haben wir die Leisten schön sauber gemacht von außen mit meinem Schleifvlies. Von innen den Kleber angebracht. Ich habe das nach dem Schleifen noch einmal mit Klarlack überzogen gestern, damit das nicht wieder anfängt zu rosten oder wo ich dann zu viel geschliffen habe. Dann die Pöppel wieder eingesetzt hier. Und jetzt können wir die montieren. Dann hauen wir mal da rein. Ja, die kleinen Leisten habe ich jetzt auch wieder dran gemacht. Rechts, links. Die sind dann nur reingestopft in die Stöpsel da. Klebe hält das. Jetzt sieht er von hinten doch schon mal wieder gut aus. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? So. Erster Gesamteindruck. Gut, die Endrohre muss ich noch mal ein bisschen polieren. Also bis zur Hinterachse passt schon mal. Finde ich sehr schön. So, und jetzt müssen wir uns natürlich weiter nach vorne durcharbeiten. Innen drin hat sie auch was getan. Schon mal neue Fußmatten gekauft. Sehen sehr schön aus. Auch vorne, ja, das ist schon wieder ein bisschen schmutzig geworden. Aber es sind richtig dicke Dinger hier mit einem richtig schönen Boden. Sieht sehr gut aus. Ja, ein bisschen die Ledersitze nochmal aufbereiten. Wie gesagt, schön machen. Ja, das war es jetzt erstmal wieder von dem Omega. Und jetzt geht es ja mit dem Haus los erstmal. Ja, soweit so gut. Jetzt haben wir den Omega erstmal soweit wieder hingebogen. Sieht schon mal von hinten gut aus. Der Rest kommt noch.
Jetzt kommt aktuell aber als nächstes erstmal da das Gebäude da hinten. Da bauen wir den Balkon an und da könnt ihr dann auch ein paar Videos dazu sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Also soweit, wenn es euch interessiert, würde mich freuen. Bleibt bei mir und erfreut euch auf neue Videos auch vom Haus. Ja Leute, wir wollen ja hier einen Balkon anbauen. Morgen rollen also die Bagger an.